Wenn man zwei exakt gleiche Spieler gegeneinander antreten lassen würde, der eine auf Maus und Keyboard und der andere auf Controller, wer würde gewinnen? Ich weiß, gerade unter uns Freunden ist das immer wieder Thema. Was sind die Vor- und Nachteile und mit welchem Device hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, schnell und effizient zu einem besseren Spieler zu werden? Das alles finden wir heute heraus. Viel Spaß! Da ich mich auf meinem Kanal und auf unserem Discord ja viel mit dem Thema Aim beschäftige, dachte ich mir, ich schaue mir das Ganze heute mal aus Sicht eines Maus- und Keyboard-Spielers an. Ich referenziere mich währenddessen immer wieder auf das Video von Floyd und JustTX, beide sind unten verlinkt, also schaut da unbedingt vorbei. Am Ende erwartet euch dann meine Empfehlung an Activision, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Nice. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Vorteilen an von dem Controller und da ist auf Punkt 1 natürlich das offensichtlichste, der Aim Assist. So ist es, davon können wir Maus- und Keyboard-Spieler ein Lied singen, so auch in der Situation von JustTX, die ich euch hier im Hintergrund zeige. Er spielt hier gegen Deki und jetzt, schaut mal, er veraimt. Die ganze Zeit hat er nicht getroffen. Der Aim Assist hätte dir sicher geholfen. Jetzt kommt Deki aus dem Fenster gesprungen und schaut mal, er veraimt. Jetzt trifft er ihn. Ich bin mir sicher, genau in diesen Situationen sagen wir Maus- und Keyboard-Spieler mit Aim Assist hätte ich ihn gehabt. Ich weiß, viele von euch schauen mich regelmäßig, um genau zu sein. 80% haben mich aber noch nicht abonniert. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und joint unbedingt unserem Discord-Channel. Hier wird dir geholfen, egal ob Controller oder Maus- und Keyboard-Spieler. Ich als Maus- und Keyboard-Spieler empfinde das auf jeden Fall als Nachteil, besonders im Nahkampf. Und diese These unterstützt ja auch Floyd in seinem Video, dass es im Nahkampf sehr schwer ist, als Maus- und Keyboard-Spieler die Gegner zu tracken. Der Aim Assist ist hier eine enorme Unterstützung. Ich empfinde sogar MW3 als einfacher als Maus- und Keyboard-Spieler, weil da das Omni-Movement einfach noch nicht so vorhanden war. Hier übrigens dann ein Tipp an die Anfänger, Controller-Spieler: Nutzt den Rotational Aim Assist unbedingt aus. Das heißt, bewegt euch während ihr schießt, strafed während ihr schießt, damit der Aim Assist aktiv wird. Da habe ich auch das Gefühl, dass Controller-Spieler mehr im Visier sein können. Das heißt, wenn sie den Gegner mal aus dem Auge verlieren, dass der Aim Assist da auch unterstützt. Deswegen sage ich ja immer, als Maus- und Keyboard-Spieler oder auch generell, wenn man den Gegner aus dem Auge verliert, geht aus dem Aim-Down-Zeit raus, um den Gegner wieder zu sehen und zu verfolgen und geht dann wieder rein, immer dieses Rein und Raus. Deswegen nutze ich zum Beispiel als Maus- und Keyboard-Spieler auch gern Visiere, damit ich einfach mehr sehe, während ich im Visier bin. Weil Kim und Korn versperrt einem oft die Sicht. Und auch da habe ich das Gefühl, dass das einfacher für Controller-Spieler ist und dass die nicht unbedingt auf ein Visier gehen müssen, sondern diesen Slot für was anderes verwenden können. Und auch wenn du in dunkle Räume aimst, ist auch ein Punkt, was mir immer wieder auffällt. Ich sehe den Gegner einfach nicht. Und ich habe auch keinen Aim Assist, der ihn in einem gewissen Bereich verfolgt. Controller-Spieler hingegen, sie brauchen den gar nicht so gut zu sehen, denn der Aim Assist macht den Rest. Bezüglich Nahkampf würde ich den Controller auf jeden Fall einen Vorteil geben. Bei Thema Schnelligkeit und Präzision sieht das Ganze dann schon wieder ein bisschen anders aus. Ich würde sagen, hier ist Maus und Keyboard ein Hauch im Vorteil, denn man kann ja ganz schnell mit der Maus rüberflicken. Das ist übrigens der Grund, warum ich auch schon mal hin und wieder als Cheater bezeichnet werde, weil wenn man auf einen Gegner schießt und dann schnell rüberflickt auf den anderen, dann mag das gerne schon mal sus aussehen. Das hat übrigens ja auch Floyd in seinem Video bestätigt, dass man schnell 2 Kills hintereinander machen kann. Man macht den einen Kill, flickt dann ganz schnell rüber auf den anderen. Denn mit einem Controller kannst du den Stick nach links durchdrücken, hast dann aber ja nur eine gewisse Geschwindigkeit, die du auch nicht überschreiten kannst, abhängig von der Empfindlichkeit deines Sticks. Wir sehen auch im Hintergrund bei JustTX gegen Deki, dass er viele gute Kills gegen Deki als Sniper macht. Denn als Sniper macht man ja oft einen Quickscope und wenn man dann Quickscope, merkt man, dass man vielleicht nicht ganz auf den Gegner ist und muss dann noch rüberflicken. Und das ist, würde ich sagen, ein kleiner Vorteil für Maus und Keyboard. Beim Controller hingegen kann man aber wenn man mit dem Aim-Stick nach links gedrückt hält, einfach unendlich 360-Grad-Drehungen machen, während ich ja im Prinzip dann hier irgendwann am Rand des Mauspads angekommen bin und dann wieder absetzen muss, um weiterzumachen. Das ist, denke ich, auch ein Grund, warum Trickshotten so ein bisschen besser mit Controller funktioniert, weil wenn ich einen Trickshot mache, angenommen, ich würde jetzt runterspringen, 360 Grad drehen, dann muss ich das ja vorher mich schon an den einen Rand setzen, dann ziehe ich rüber, habe die 360 Grad Drehung gemacht und bin dann eigentlich schon wieder am Rand des Mauspads angekommen und habe dann nicht mehr so viel Feingefühl in dem Bereich, um zu aimen, um den Trickshot erfolgreich
durchzuziehen. In dem Zusammenhang hat Floyd auch Folgendes behauptet. Ein weiterer Vorteil von der Maus ist, dass man mit der Pistole viel schneller triggern kann und dadurch die Pistole nochmal ein bisschen besser ist. Und das ist so der einzige Punkt, den ich an dem Video ein bisschen anders sehe, weil ich müsste Controller jetzt auch mal spielen, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich besonders in Warzone, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zum Multiplayer, im Nachteil bin, im Early Game Pistol gegen Pistol, weil ich halt wieder nicht den Aim Assist habe und eine Pistol, ich kann zwar schneller triggern mit meinem Finger, das mag sein, aber es ist ja grundsätzlich eine langsamere Feuerrate und ich habe grundsätzlich die Erfahrung gemacht als Maus- und Keyboard-Spieler in Warzone im Nahkampf, dass wenn man Waffen mit einer geringen Feuerrate hat, im Nachteil ist, weil man einfach sicherstellen muss, dass man immer auf dem Körper drauf ist, damit die schon wenig Kugeln pro Zeit treffen. Aber wenn man kein Aim Assist hat, dann ist man halt oft nicht so gut drauf und da macht sich eine höhere Feuerrate bezahlt. Zum Beispiel die FJX Horus, meine absolute Lieblingswaffe aus MW3. Also das ist der einzige Punkt, den ich so ein bisschen anders sehen würde. Aber wie gesagt, er hat das im Zusammenhang mit Multiplayer gesagt, dass er da mit der Pistol sehr gut zurechtkam. Ich kann das für meinen Teil nicht behaupten. Pistol in Warzone, gut, da muss man halt auch länger auf den Gegner schießen, bis er down ist. Finde ich da etwas schwieriger. Also würde mich jetzt aber mal eure Meinung interessieren. Wie seht ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Auch beim Thema Mid- und Long Range, da würde ich auch den Maus- und Keyboard-Spieler in einem leichten Vorteil sehen. Wobei, das fällt mir tatsächlich schwer einzuordnen, weil ich noch keinen Controller gespielt habe. Da würde mich echt mal eure Meinung interessieren. Floyd und auch alle behaupten eigentlich, dass der Aim Assist deutlich geringer wird, je weiter der Gegner weg ist. Ich habe das Gefühl, wenn ich Leuten zugucke wie Biffle, also absoluten Vollprofis, die treffen auch auf Long Range extrem stark, deswegen fällt es mir ein bisschen schwer einzuschätzen. Was ich aber vermute, ist, dass je höher das Skill-Level eines Spielers wird, desto weniger macht sich dieser Nachteil als Controller-Spieler auch bemerkbar. Und klar, man hat mehr Präzision, aber schreibt es mir doch mal in die Kommentare, was eure Erfahrungen sind, würde mich auch wirklich interessieren. Und in dem Zusammenhang würde ich aber auch behaupten, dass die Einstiegshürde, die ist auf jeden Fall als Maus- und Keyboard-Spieler deutlich geringer. Vor allem dann, wenn man noch nie einen Controller in der Hand hatte. Natürlich spielt hier auch wieder die Erfahrung eine Rolle. Ich zum Beispiel spiele schon immer Maus und Keyboard. Natürlich fällt mir das dann anfangs leichter. Jemand wie Floyd, der seit 10 Jahren Controller spielt, der wird da keine große Einstiegshürde verspüren. Ja, und wie wir gesehen haben, sagt Floyd natürlich auch, und den Eindruck habe ich tatsächlich auch, dass das Thema Movement mit Controller sich einfach viel smoother anfühlt. Und da gibt es ja auch eine Begründung für, das hat er in seinem Video auch erklärt. Wir als Maus- und Keyboard-Spieler haben ja die WASD-Tasten. So, da können wir nach vorne, hinten, links und rechts mitgehen. Wir können aber auch, ich sag mal, W und A gleichzeitig drücken und dann schräg nach vorne gehen. Und das in die anderen Richtungen jeweils auch. Was wir dann aber nicht mehr können, ist die Zwischenräume zu wählen oder die Gradzahl dazwischen. Die können wir als Maus- und Keyboard-Spieler so nicht ansteuern, zumindest nicht mit WASD. Dann müssen wir hingehen und unsere Maus, unser Aim sozusagen benutzen und dann in die Richtung gehen. Und das ist aus meiner Sicht schon ein großer Nachteil, beziehungsweise das führt dazu, dass das Movement sich halt nicht so smooth anfühlt als Maus- und Keyboard-Spieler. Hinzu kommt auch noch, dass Call of Duty eigentlich für Controller-Spieler entwickelt wurde und auch wird. Und das macht sich da, denke ich, auch einfach bemerkbar. In dem Zusammenhang habe ich übrigens einen Tipp für euch, sowohl Maus- und Keyboard-Spieler als auch Controller, weil das gebe ich auch in meinen anderen Videos immer mit. Das ist, was man einmal verstanden haben sollte. Ich sage ja immer, man muss verstehen, worum es im Spiel wirklich geht, wenn man gerade Anfänger ist vor allem. Und bei Call of Duty ist ja das Movement ein Riesenthema. Jetzt schauen wir uns, wie wir hier im Hintergrund sehen, schon mal ein Video von Biffle an mit seiner Handcam. Er hat ja einen normalen Controller. Und schaut mal, was für eine komische Griffhaltung er hat. Er macht mit dem Zeigefinger, benutzt er die Pfeiltasten und X, Kreis, Viereck, Dreieck. Das macht er mit diesen. Das heißt, er kann das mit diesem Zeigefinger ansteuern. Dann hat er mit dem Ringfinger und Mittelfinger kann er hinten die L-Tasten ansteuern. Und vorne mit den beiden Daumen ist er eben auf den beiden Sticks. Das bedeutet, er muss diese Sticks, also der eine fürs Movement, der andere fürs Aim, nie verlassen. Und das ist ein riesen Vorteil. Er kann nämlich alles Mögliche machen, während er in alle Richtungen moved und aimt. Und das solltet ihr unbedingt auch machen. Und wenn ihr aber diese Griffhaltung halt nicht könnt, dann
so empfiehlt es ja auch jeder gute Controllerspieler, müsst ihr dafür sorgen, dass ihr einen Controller habt mit hinten Pedals. Dann könnt ihr praktisch die Tasten, die Pfeiltasten und X-Kreis durch die Pedals ersetzen, zumindest zu einem großen Teil. Dann müsst ihr nämlich auch die Tasten nicht mehr oder die beiden Sticks mit den Daumen nicht verlassen. Und das gleiche gilt übrigens auch für Maus- und Keyboard-Spieler. Hier ist es zwar etwas entspannter, aber hier sollte man auch darauf achten, dass man die WASD-Tasten zum Beispiel beim Slide-Canceln nicht verlassen sollte. Ich würde also zum Beispiel niemals ducken oder sliden oder springen auf E und Q setzen. Während der Recherche für dieses Video sind mir noch so ein paar Punkte aufgefallen, die ich jetzt loswerden will. Unter anderem ist es aus meiner Sicht so, dass der Aim Assist nochmal im Multiplayer stärker ist als in Warzone, weil man kann auf den Karten, man kennt ja alle Winkel, man kennt alle Wege, man kann also viel besser predikten und sein Crosshair auch viel besser placen. Und je besser das Crosshair-Placement ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass dein Aim Assist als Controllerspieler dann greift. Andererseits ist es so, vor allem dann in Warzone, die ganze Navigation im Rucksack bzw. im Kaufmenü ist ziemlich sicher mit der Maus deutlich schneller und effizienter als mit dem Controller. Wobei auch hier wieder das Skill-Level eine Rolle spielt. Sehr erfahrene Spieler, wie bei Biffle sieht man, der kauft so schnell ein, weil er wahrscheinlich die Pfeiltasten dafür benutzt, also ist dann wiederum fast vernachlässigbar. Und was mir selbst und bei der Recherche auch nochmal aufgefallen ist, man hat zwar als Maus- und Keyboard-Spieler unheimlich viele Tasten, man kann aber nicht Dolphin diven und hinlegen, ja, auf zwei separate Tasten legen, was total doof ist, weil du dann nicht vernünftig sneak peeken kannst, weil wenn du immer zurückgehst und dich hinlegen willst, dann Dolphin dive der nach hinten, also musst du langsam gehen. Darüber habe ich ja auch mal ein extra Video gemacht, was ich jetzt hier oben mal verlinke. Und ein weiterer Punkt ist, gerade für die Anfänger, die vielleicht noch gar nicht Call of Duty haben, eine Konsole ist natürlich deutlich günstiger als ein PC mit derselben Leistung. Also wenn ihr jetzt überlegt, kaufe ich mir einen PC oder eine Konsole, um Call of Duty zu spielen, dann könnte man hier das in Erwägung ziehen, weil ich eigentlich tendenziell immer dazu empfehlen würde, einen PC zu kaufen, weil man da ja aus langer Sicht mehr dran hat, aber für die Casual ab und zu mal zu zocken, ist das auf jeden Fall die günstigste Variante. Ich würde sagen, bei Controller und Maus und Keyboard, da gibt es bei beiden günstige Varianten und teure Varianten. Also vielleicht ist da der Einstiegspreis, ich sag mal, für eine solide Maus und Keyboard etwas geringer als der Einstiegspreis für einen soliden Controller. Ich möchte das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Wir hatten den Aim Assist, ganz klarer Vorteil für den Controller. Dann hatten wir Schnelligkeit und Präzision. Das war eher ein Vorteil für Maus und Keyboard, wobei beim Thema Präzision würde ich sagen, je höher der Skill der Spieler ist, desto vernachlässigbar wird dieser Vorteil. Dann haben wir das Thema Movement. Movement ist aus meiner Sicht ganz klarer Vorteil für Controller, ist einfach smoother. Das Spiel wurde jetzt endlich ja auch für Controllerspieler entwickelt. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass man, denke ich, als Maus- und Keyboard-Spieler ein höheres Konzentrationslevel durchweg halten muss. Auch wieder aufgrund des Aim Assists. Und am Schluss wollte ich auch nochmal sagen, was mir auf jeden Fall auffällt, da bin ich mir auch sicher, je höher der Skill eines oder der Spieler ist, bis hin zu den Pros, desto krasser wird der Gap zwischen Maus und Keyboard und Controller. Und man ist also dann ganz klar als Controllerspieler im Vorteil. Das zeigt ja auch zum Beispiel die CDL, also die Profiliga von Call of Duty. Da gibt es, glaube ich, gar keinen Maus- und Keyboard-Spieler. Und in Warzone gibt es vielleicht, keine Ahnung, auf 105. Also auch extrem wenig. Das Schöne jetzt endlich ist ja, dass wir die Wahl haben. Wir können ja das spielen, was wir wollen. Es liegt ja jetzt endlich an uns und somit macht es eigentlich auch keinen Sinn, den einen oder den anderen zu haten für das, was er spielt. Eine Lösung wäre natürlich, dass Activision hingeht und sagt, komm, ich mache einen Button, wo man dann sagen kann, okay, ich spiele jetzt nur gegen Maus- und Keyboard-Spieler oder als Controllerspieler nur gegen Controllerspieler. Das wird aber wahrscheinlich nie passieren, weil das Skill-Based Matchmaking viel zu komplex ist dahinter und weil wahrscheinlich dann auch nicht genügend Leute gefunden werden, die dann gegeneinander spielen. Und das wollen sie sich natürlich nicht eingestehen, also glaube ich nicht daran, dass das passiert. Ich hätte jetzt aber eine Empfehlung an Activision, was meiner Sicht absolut fair wäre. Es bleibt im Prinzip alles, wie es ist, nur die Maus- und Keyboard-Spieler, nein, die bekommen keinen Aim Assist, aber die ganzen Visuals, also beim Schießen ist die Waffe ja unruhig, man hat das Mündungsfeuer, man sieht dadurch weniger. Das wird bei Maus- und Keyboard-Spieler auch reduziert. Also wenn man so will, der Visual Recoil Control und alles, was drumherum noch passiert mit Mündungsfeuer, was alles so unscharf macht beim Schießen, wird deutlich reduziert bei Maus- und Keyboard-Spielern, sodass wir
die Möglichkeit haben, die Gegner während des Schießens besser zu sehen und besser zu tracken. Ich glaube ja, am Ende des Tages wird man auf jeden Fall zu einem besseren Spieler, wenn man mal beides gespielt hat und beide Vor- und Nachteile am eigenen Leib gespürt hat. Und ja, sagt mir doch mal in den Kommentaren, ob ich auch mal einen Controller probieren soll. Vielleicht eine Zeit lang und das per Video dokumentieren, wie mein Fortschritt da ist. Ja, falls dem so ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten sage ich ciao mit V und schaut euch jetzt unbedingt noch dieses Video hier an.